Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die wenigsten Corvette-Fahrer wissen bestimmt, dass man schon bei der 82er Corvette den Fehlerspeicher auslesen kann. Die Crossfire Injection ist voll diagnosefähig und ich kann euch mal zeigen, wie das machbar ist. Ich habe einen solchen Diagnosekoffer hier für OBD1. Da gibt es ein Diagnosegerät und verschiedene Kabel, eventuell auch für Ford und für GM. Wir brauchen natürlich das GM-Kabel. Und die Crossfire hat ihren Diagnoseport hier unter dem Aschenbecher sitzen. Den kann man da rausziehen. Und dann befindet sich der Diagnoseport direkt darunter und man kann dann den Fehlerspeicher entweder mit einem entsprechenden Kabel wie diesem, das ist dann ein 12-poliger GM-Stecker, oder mit einer Büroklammer und dann mit Blinkcode auslesen. Im Diagnosecomputer müssen wir jetzt das System noch konfigurieren, damit er auch weiß, an welchem Fahrzeug wir hier auslesen. Also wir gehen auf GM von 1982. Und müssen dann die 8. Stelle der Fahrgestellnummer eingeben. Das ist bei der Corvette die 8. Da fragt er noch, ob das der 5,7 Liter ist. Das ist korrekt. Und dann können wir das Auto auch schon scannen. Müssen allerdings vorher am Fahrzeug die Zündung einschalten. Da sieht man jetzt auch, da ist die Check-Engine-Lampe, die an ist. Und drücken dann auf Enter to Scan. So, jetzt scannt er das Fahrzeug. Scan successful. Und wir können abrufen hier unter Trouble Codes, welche Fehler gespeichert sind. Und da hat er die Nummer 24, den Vehicle Speed Sensor Error, gelistet. Wer mein vergangenes Video über die Tacho-Reparatur bzw. Angleichung gesehen hat, kann jetzt eventuell da auch eine Verbindung herstellen. Und zwar war da der Tacho-Antrieb ausgefallen, der ja mechanisch ist bei der Corvette. Und das hat eben hier die Crossfire registriert. Wir haben allerdings auch noch die 22. Und zwar, das ist der Throttle Position Sensor. Too low bedeutet, dass am Drosselklappensensor die Spannung zu niedrig ist, die vom Drosselklappensensor rausgegeben wird, und der erkennt dadurch kein Drosselklappensignal. Und wir können das Ganze auch nochmal über hier die Operational Data Schnittstelle testen, weil wir ja das Ganze auch nochmal prüfen wollen. Also wir haben zwar einen Fehler abgelegt, aber wir wollen ja auch nochmal in den Ist-Werten schauen, ob das eben auch so korrekt ist. Und zwar haben wir da verschiedene Werte. Also zum Beispiel hier den Loop-Status, das ist, ob der im offenen oder geschlossenen Modus fährt, eben mit Lambda-Werten oder mit festen Ist-Werten. Wir haben hier mal die Motordrehzahl und den Manifold Absolute Pressure Sensor. Und wir haben jetzt hier unten, da sieht man das sehr genau, den Throttle Position Sensor mit 0,0 Volts. Das bedeutet, der gibt 0 Volt aus. Und auch wenn ich jetzt Gas gebe, bleibt der auf 0 Volt stehen. Das heißt, der erkennt keine Drosselklappenbewegung. Und dadurch eben auch kann der nicht 100% genau die Menge berechnen, die er an Sprit einspritzen soll. Ich werde jetzt mal nach dem Drosselklappenpoti schauen. Das ist ein häufiger Fehler bei der Crossfire. Und dann werden wir, denke ich mal, schnell den Fehler finden. Ja, man kann jetzt hier sehr gut sehen, dass wir hier am Drosselklappenpoti dieses auch bewegen können, ohne dass sich hier irgendwo an der Anzeige etwas verändert.
Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass hier dieses Drosselklappenkoti defekt ist, weil das Kabel dahin und der Stecker und die Steckverbindung, das sieht alles noch gut aus, aber wir haben hier die ganze Zeit die gleiche Anzeige draufstehen. Dadurch kann er, wie gesagt, nicht erkennen, wie weit die Drosselklappe geöffnet ist. Ich werde das Teil jetzt austauschen und damit sollte das auch behoben sein. So, jetzt müsst ihr noch den alten Sensor losschrauben. Und dann könnt ihr den neuen Sensor wieder festschrauben. Ja, wenn alles richtig montiert ist, dann können wir den Motor starten und wir müssen noch den Sensor auf den korrekten Referenzwert von 0,525 Volt einstellen. Das ist die Herstellervorgabe und man kann an dem Sensor noch verschiedene Einstellarbeiten vornehmen. Wir schauen jetzt erstmal, ob die Motorkontrollleuchte aus ist. Und wie wir sehen, bleibt die Motorkontrollleuchte aus. Und wir gehen jetzt nochmal in den Motorraum und dadurch schon eine Vorspannung am Hebel erzeugen, wird dadurch eben auch das Signal, was der Sensor ausgibt, geändert, weil jetzt dieser Hebel hier schon eine gewisse Vorspannung bekommt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge.